Lukas, ich habe ein Problem, ein großes Problem. Ein Problem? Was ist passiert, Anna? Ich will ins Kino gehen, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wo das Kino ist. Nach, zu, in? Ich bin verwirrt. Oh ja, die Präpositionen. Viele Deutschlerner haben Probleme damit. Es gibt so viele. Nach, zu, in, aus, von, bis, durch, entlang. Wie soll ich das alles lernen? Keine Angst, Anna. Heute lernen wir alle zusammen, Schritt für Schritt. Einfach und klar. Wirklich? Du kannst mir helfen? Ja, heute sprechen wir über Präpositionen der Richtung und Bewegung. Wann sagt man nach? Wann sagt man zu? Wann sagt man in? Das ist genau das, was ich brauche. Endlich verstehe ich diese kleinen Wörter. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level A2. Und heute nach, zu, in, aus, von, bis, durch, entlang. Die kleinen Wörter mit großer Wirkung. Los geht's. Anna, wir fangen mit der einfachsten Präposition an. Mit nach. Nach. Wann benutze ich nach? Nach benutzt du für Länder, Städte und Himmelsrichtungen. Das verstehe ich nicht. Kannst du Beispiele geben? Natürlich. Beispiel 1. Ich fliege nach Deutschland. Oder ich fahre nach Berlin. Also Ländernamen und Städtennamen. Genau. Aber Achtung, es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, ich fahre in die Schweiz. Oder ich fahre in die Türkei. Ausnahmen? Warum gibt es immer Ausnahmen? Deutsch ist manchmal kompliziert, aber keine Angst, die meisten Länder sind ohne Artikel. Also nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien. Nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien. Okay, das kann ich mir merken. Auch Himmelsrichtungen. Nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Sehr gut, Anna. Und noch ein Beispiel. Nach Hause. Nach Hause? Nicht zu Hause? Gute Frage. Nach Hause bedeutet Richtung. Du gehst nach Hause. Zu Hause bedeutet Ort. Du bist zu Hause. Ah, ich gehe nach Hause, ich bin zu Hause. Das ist einfach. Perfekt. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Präposition. Nächste Präposition, zu. Wann benutze ich zu? Zu benutzt du für Personen, für Gebäude und für bestimmte Orte. Das klingt wieder kompliziert. Natürlich. Beispiel 1. Ich gehe zu meiner Freundin, Person. Zu meiner Freundin. Das macht Sinn. Beispiel 2. Ich gehe zum Arzt, Gebäude oder Person. Zum Arzt. Das ist zu dem Arzt, oder? Sehr gut, Anna. Du lernst schnell. Zum ist zu dem. Und zur Arbeit? Zu der Arbeit. Genau. Ich gehe zur Arbeit. Zur ist zu der. Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zu meiner Freundin. Auch für bestimmte Orte. Ich gehe zum Bahnhof. Ich gehe zur Post. Ich gehe zum Supermarkt. Aber nicht nach dem Supermarkt. Nein, nach ist für Städte und Länder. Zu ist für konkrete Orte, die du namentlich nennst. Also, ich fahre nach Berlin. Aber ich fahre zum Bahnhof Berlin. Perfekt, Anna. Du hast es verstanden. Und jetzt die nächste Präposition. In? Ja, in bedeutet into, also hinein. Eine Bewegung von außen nach innen. Kannst du ein Beispiel geben? Ich gehe in die Wohnung. Vorher bin ich draußen, dann gehe ich hinein. In die Wohnung. Ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in das Kino. Aber vorhin hast du zum Supermarkt gesagt. Was ist richtig? Gute Frage. Zum Supermarkt, du gehst zum Gebäude, vielleicht vor die Tür. In den Supermarkt, du gehst hinein, du betrittst den Supermarkt. Ah, zum ist vor dem Gebäude. In ist hinein. Das ist ein wichtiger Unterschied. Genau, du lernst wirklich schnell, Anna. Also, ich gehe zum Kino, ich stehe vor dem Kino, ich gehe ins Kino, ich gehe hinein und sehe den Film. Perfekt. Und Achtung, in mit Akkusativ, weil es Bewegung ist. In plus Akkusativ. In den Supermarkt, in die Schule, in das Kino. Sehr gut. Jetzt kommen die Präpositionen für weg von etwas. Aus und von.
aus und von. Was ist der Unterschied? Aus bedeutet aus etwas heraus, zum Beispiel aus einem Gebäude oder aus einem Land. Beispiel? Ich komme aus der Wohnung. Ich bin drinnen, dann gehe ich raus. Aus der Wohnung. Ich komme aus Deutschland. Ich bin in Deutschland, dann fahre ich weg. Also aus für Länder und Gebäude. Genau. Und von benutzt du für Personen und für Oberflächen. Oberflächen, was bedeutet das? Ich komme vom Tisch. Von dem Tisch. Ich stehe auf. Vom Tisch. Ich komme von meiner Freundin. Von der Person. Also aus ist drinnen, von ist draußen. Ja, ungefähr. Aus ist aus einem Raum oder einem Land. Von ist von einer Person oder einem Ort ohne Wände. Ich komme aus der Wohnung, ich komme von der Party. Das macht Sinn. Auch das Geschenk ist von meiner Oma. Herkunft, nicht Bewegung. Ach, von kann auch Herkunft bedeuten, nicht nur Bewegung. Genau. Du lernst sehr gut, Anna. Und jetzt bis? Das ist kurz, oder? Ja, bis ist kurz. Bis bedeutet until oder up to. Kannst du ein Beispiel geben? Ich fahre bis Berlin. Dann höre ich auf. Bis Berlin. Der Zug fährt bis Köln. Danach muss ich umsteigen. Also ein Punkt, an dem man aufhört. Genau. Bis ist der Endpunkt. Achtung, oft kommt bis zu. Bis zu? Was ist das? Ich gehe bis zur nächsten Ampel. Bis zur der Ampel. Bis zur nächsten Ampel. Der Weg ist lang. Ich begleite dich bis zum Bahnhof. Also bis alleine für Städte, bis zu für konkrete Orte. Perfekt, Anna. Du hast das System verstanden. Jetzt die letzten beiden Präpositionen. Durch und entlang. Durch und entlang. Was bedeuten sie? Durch bedeutet through. Du gehst von einer Seite zur anderen Seite. Beispiel? Ich gehe durch den Park. Ich bin auf einer Seite, dann gehe ich hinein, dann komme ich auf der anderen Seite raus. Durch den Park. Wir fahren durch die Stadt. Wir fahren in die Stadt hinein und wieder hinaus. Also immer hinein und wieder hinaus? Ja, durch ist eine Bewegung von einer Seite zur anderen. Durch den Tunnel. Durch den Wald. Durch das Gebäude. Sehr gut. Und jetzt entlang. Das bedeutet along. Wie benutzt man entlang? Achtung, entlang kommt oft nach dem Nomen. Nach dem Nomen? Das ist anders. Wir gehen die Straße entlang. Nicht entlang die Straße. Die Straße entlang. Wir laufen den Fluss entlang. Den Fluss entlang. Genau. Also Nomen plus entlang. Das ist ungewohnt, aber ich kann es lernen. Ja, du schaffst das, Anna. Oh, Lukas, das ist so viel. Ich kann mir das nicht alles merken. Keine Angst, Anna. Wir machen jetzt eine kleine Übung zusammen. Eine Übung? Das ist gut. Ich sage einen Satz. Du sagst mir, welche Präposition richtig ist. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Nummer 1. Ich fliege Deutschland. Nach, zu, in. Nach. Ich fliege nach Deutschland. Richtig. Nummer 2. Ich gehe meiner Freundin. Zu. Ich gehe zu meiner Freundin. Perfekt. Satz 3. Ich gehe das Kino hinein. In. Ich gehe in das Kino. Sehr gut. Satz 4. Ich komme der Wohnung. Aus. Ich komme aus der Wohnung. Ja. Satz 5. Ich komme meiner Arbeit. Von. Ich komme von der Arbeit. Genau. Satz 6. Der Zug fährt Hamburg. Bis. Der Zug fährt bis Hamburg. Satz 7. Wir gehen den Park. Von einer Seite zur anderen. Durch. Wir gehen durch den Park. Satz 8. Wir laufen die Straße. Entlang. Wir laufen die Straße entlang.
Anna, du hast alle 8 Sätze richtig. Das ist fantastisch. Wirklich? Alle richtig? Ich bin stolz auf mich. Sie sind nicht schwer, wenn man übt. Und du hast heute viel geübt. Lukas, ich habe eine Frage. Brauchen diese Präpositionen immer den Dativ? Oh, eine Grammatikfrage. Sehr gut, Anna. Also, Dativ oder nicht? Alle diese Präpositionen brauchen den Dativ, wenn sie eine Position beschreiben, einen Ort, ein Wo. Dativ für Position. Wo? Das merke ich mir. Genau. Schau dir die Beispiele an. Das Buch ist in dem Schrank. Wo? In dem Schrank. Dativ. In dem Schrank. Das ist Dativ. Der Hund liegt unter dem Tisch. Wo? Unter dem Tisch. Dativ. Unter dem Tisch. Auch Dativ. Das Bild hängt an der Wand. Wo? An der Wand. Dativ. An der Wand. Alles Dativ. Also, für die Position brauchst du immer Dativ. Das ist gut zu wissen. Aber gibt es auch Ausnahmen? Für Level A2 keine Ausnahmen. Alle diese Präpositionen nehmen den Dativ. Das ist einfach. Gut, dann muss ich nicht so viel denken. Lukas, jetzt habe ich eine Idee für eine Übung. Eine Idee? Erzähl mir. Ich beschreibe mein Wohnzimmer mit allen Präpositionen und du sagst, ob ich richtig liege. Das ist eine fantastische Idee, Anna. Los geht's. Also mein Wohnzimmer. Der Fernseher hängt an der Wand. Richtig. Das Sofa steht unter dem Bild. Richtig. Der Tisch steht vor dem Sofa. Richtig. Die Lampe hängt über dem Tisch. Richtig. Das Bücherregal steht neben dem Fenster. Richtig. Der Stuhl steht zwischen dem Tisch und dem Bücherregal. Richtig. Der Teppich liegt unter dem Tisch. Richtig. Eine Pflanze steht auf dem Fensterbrett. Richtig. Meine Tasche liegt hinter der Tür. Richtig. Das Café gegenüber meiner Wohnung sehe ich aus dem Fenster. Alles richtig, Anna. Du kannst stolz auf dich sein. Das war einfach. Ich bin jetzt eine Präpositionenmeisterin. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche: beschreibt euer Zimmer oder eure Wohnung. Benutzt die Präpositionen in, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen, an, gegenüber. Schreibt 5 bis 10 Sätze. Zum Beispiel: Das Bett steht an der Wand. Der Schreibtisch ist neben dem Fenster. Schreibt eure Sätze in die Kommentare. Wir lesen sie und helfen euch. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge. Ich liebe Challenges. Stellt einen Gegenstand an 10 verschiedene Orte in eurem Zimmer, jedes Mal mit einer anderen Präposition. 10 verschiedene Orte. Das ist eine gute Idee. Zum Beispiel: Das Buch ist auf dem Tisch. Das Buch ist unter dem Tisch. Das Buch ist neben dem Stuhl. Und dann sagt ihr laut auf Deutsch, wo das Buch ist. Das ist Übung für euer Gehirn. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen. Und jetzt gehe ich das Haus meines Freundes suchen. Diesmal finde ich es. Viel Glück, Anna. Und denk an die Präpositionen. Gegenüber vom Supermarkt, neben der Bäckerei, hinter der Kirche. Ich schaffe das. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen.